Greetings und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Warpologen. Ich habe euch ja bereits in 2 Videos schon das neue Flaggschiff von Storz und Bickel, den Venti Vaporizer, gezeigt. Einmal eher eine Einführung und das zweite Video war dann ein kurzes Update, nachdem ich das Gerät eine Weile in Benutzung hatte. Jetzt ist es leider so weit gekommen und mein Venti hat einen Defekt, der mir mit einem Fehlercode E04 angezeigt wird. Der bedeutet, dass das Gerät defekt ist und nicht mehr benutzt werden sollte. Genau dieser Fehlercode war auch am Anfang zum Release des Gerätes bekannt, wo viele Leute diesen Fehlercode hatten und ihr Gerät dann durch ein Software-Update unbrauchbar machen mussten und sich somit für eine Ersatzlieferung qualifiziert haben. Storz und Bickel hat dann noch ungefähr einen Monat wohl an dem Gerät rumgetüftelt und es dann zum Release rausgegeben. Bei mir kam der Fehler einfach so, ich habe ganz normal vaporisiert und dann auf einmal kam kein Dampf mehr und ich habe gesehen, dass das Gerät den Fehlercode E04 anzeigt. Und da ist mir direkt das Herz in die Hose gerutscht und ich dachte, verdammt, mein schöner Venti ist kaputt. Da das Ganze natürlich Garantie hat, ist das alles kein Problem. Man muss das Gerät auf der Storz und Bickel Webseite registrieren. Sobald das registriert ist, kann man einen Reparaturauftrag beantragen. Das habe ich gerade eben gemacht und ich hoffe, dass sich der technische Support schnell bei mir melden wird, dass ich schnell einen neuen Venti oder eine reparierte Venti-Unit bekomme. Ich hatte das Gerät jetzt ungefähr 3,5 Monate in Benutzung und in dieser Zeit habe ich, das habe ich gerade extra nochmal geguckt, indem ich mein Handy mit dem Venti verbunden habe, und ich habe in dieser Zeit etwas mehr als 15 Stunden reine Vape-Zeit mit diesem Gerät gehabt. Dass der Venti jetzt defekt ist, das ist natürlich äußerst ärgerlich. Allerdings möchte ich damit jetzt auf keinen Fall den Vaporizer selbst oder die Firma Storz und Bickel schlecht machen, denn das kann jedem mal passieren. Es gibt immer Montagsgeräte. Es kann immer mal irgendwie ein Defekt hingehen. Viel wichtiger ist, wie wird mit diesem Defekt umgegangen. Und da bin ich bis jetzt recht zufrieden. Ich habe heute Nacht das Gerät registriert. Heute Nachmittag wurde die Registrierung angenommen und ich konnte auch schon direkt einen Reparaturauftrag machen. Und was ich dazu auch sagen muss, der Venti ist ja nicht das einzige Gerät, das defekt zeigen soll. Ich musste zum Beispiel meinen Tiny-Mite schon zweimal nach Finnland einschicken, weil hier dieser Button kaputt gegangen ist. Und dieser Button ist auch beim Tiny-Mite eine bekannte Schwachstelle. Allerdings hat da der Hersteller sehr viel dran gearbeitet und hat jetzt einen Knopf entwickelt, der angeblich unzerstörbar sein soll. Es gibt auf Instagram ein Video, wie er versucht, das mit allen möglichen Mitteln diesen Knopf kaputt zu machen und er es nicht schafft. Deswegen nochmal, ich möchte mit diesem Video keinesfalls Storz und Bickel schlecht machen oder den Venti schlecht machen. Der Venti ist ein super Vaporizer und ich würde ihn mir jederzeit wieder kaufen, sofern ich die monetären Mittel dazu habe. Genau, das war es eigentlich schon. Nur ein ganz kleines Update. Mein Venti ist leider defekt und ich hoffe auf schnelle Reparatur. Das war's, Leute. Macht's gut. Euer Vapologe. So, Leute. Nicht ganz eine Woche ist es her, dass ich meinen Venti Vaporizer zu Storz und Bickel zurückgeschickt habe. Dabei habe ich die Cooling Unit abgemacht und nur das Gerät hingeschickt. Und ich habe nach nicht ganz einer Woche ein komplett neues Gerät mitsamt neuem Zubehör von Storz und Bickel wiederbekommen. Ich kann also sagen, es ist zwar ärgerlich, dass mein Gerät einen Defekt aufwies, aber ich bin dennoch sehr zufrieden, wie schnell diese Abwicklung und alles vonstatten ging. Natürlich ist es ärgerlich, wenn der Vaporizer kaputt geht. In meinem Fall habe ich das Glück, dass ich noch andere Geräte habe, auf die ich zurückgreifen kann. Ich kann aber verstehen, wenn das sehr frustet.
Aber wie gesagt, auch andere Vaporizer haben so seine Probleme. Ich habe ja schon erzählt, dass ich auch mit dem Tiny so meine Probleme hatte, dass der Knopf manchmal Probleme gemacht hatte und ich das Gerät auch schon zweimal nach Finnland eingeschickt habe und es repariert wurde. Und ähnliches hatte ich auch mit dem YLL Angus. Dort ist eine Halogenlampe drin verbaut und da ist es mir auch passiert, dass die Halogenlampe auf einmal defekt war. Das Gerät habe ich aber nicht eingeschickt, das habe ich selber geöffnet und die Lampe gewechselt. Es kann also durchaus vorkommen, dass Vaporizer auch mal defekt gehen, so wie bei allen anderen Geräten auch. Jedoch sind in der letzten Zeit so viele Meldungen aufgetaucht von Leuten, die einen kaputten Venti haben, dass es schon komisch wirkt, sage ich mal so. Und was ich als allerletztes noch sagen möchte, ist, es ist letzte Woche auf Reddit ein Post gekommen, wo ein User seinen Venti benutzt hatte und hier oben alles geschmolzen ist. Da hatte der Venti wohl keine gescheite Temperaturkontrolle mehr und hat unverhohlen weitergeheizt, bis das Gerät anfing zu schmelzen. Das ist aber ein Fall, den habe ich bis jetzt nur einmal gesehen. Der ist heftig. Ich hoffe, dass Storz und Bickel da reagieren wird. Bis dato ist meines Wissens, hat Storz und Bickel da nicht großartig drauf reagiert, außer die Standard-Mail von Reklamation. Von daher bleibt es spannend. Der Venti ist wie gesagt ein toller Vaporizer, bringt halt aber nicht viel, wenn das Gerät am laufenden Band kaputt geht. Ich habe auf Fuck Combustion, das ist ein Forum nur für Vaporizing, da habe ich mal gelesen, dass einer schon seinen 5. Venti hat und immer wieder kaputt geht, immer wieder Fehlercode E04, dann wird das Ding eingeschickt, er bekommt ein neues, dann vapet er da ein paar Wochen dran und wieder das Gleiche. In diesem Sinne, passt auf euch auf, Leute, immer schön darauf achten, dass der Venti richtig heizt. Wir hoffen, dass da bald ein Statement von Storz und Bickel kommt und bis dahin, frohes Dampfen euch!